Erwachen ohne Beschönigung. Die Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko ist keine Linie auf der Karte, sondern eine dünne Grenze zwischen Leben und Tod. Hier geschieht alles am Rande der Möglichkeiten. Unerbittliche Landschaften, grausame Menschen und Systeme, die keine Fehler verzeihen. Die Grenze erstreckt sich über 345 Meilen. Und auf diesem Weg gibt es Abschnitte, wo der Versuch, sie zu überqueren, zu einem Spiel mit dem Schicksal wird. Irgendwo unten, direkt unter dieser Grenze, erstreckt sich eine weitere Welt. Ein Netzwerk von unterirdischen Tunneln, geschaffen nicht vom Staat, sondern von kriminellen Kartellen. Sie gehen tief unter die Erde, verborgen vor Kameras und Patrouillen, durchziehen die Grenze wie Adern. Durch diese geheimen Gänge geht alles hindurch. Drogen, Waffen, Menschen. Sie sind zur letzten Hoffnung für diejenigen geworden, die nicht offiziell passieren können, und zu einer tödlichen Falle. Für diejenigen, die nicht genug bezahlt haben, stellen Sie sich vor, jährlich werden hier 300.000 bis 400.000 Versuche eines illegalen Übergangs registriert. Es ist, als ob eine ganze Großstadt immer wieder versuchen würde, durch die Wüste zu brechen. Stacheldraht und Patrouillen mit Wärmebildkameras. Seit Beginn des neuen Jahrtausends sind beim Grenzübertritt mehr als 7.000 Menschen gestorben. Das ist keine trockene Statistik, sondern echte Leben, die bei dem Versuch der Armut und Gewalt zu entkommen endeten. Besonders hart ist es in letzter Zeit geworden. Zum Beispiel wurden allein im letzten Jahr mehr als 2.200.000 Migranten festgenommen. Zum Vergleich, das entspricht der Bevölkerung mehrerer großer Metropolen. Was treibt die Menschen dazu, hierher zu kommen, obwohl sie wissen, dass die Erfolgschancen gering sind? Vielleicht ist es der amerikanische Traum, der wie eine Fata Morgana in der Wüste lockt, oder die Erkenntnis, dass sie in ihrer Heimat nur Hoffnungslosigkeit erwartet. Aber es gibt doch welche, die die Grenze erfolgreich überqueren, oder? Ja, aber es wird jedes Jahr schwieriger. Der Staat ergreift radikale Maßnahmen, die Patrouillen werden verstärkt, hochempfindliche Bewegungsmelder werden installiert, Drohnen überwachen das Gebiet aus der Höhe, Wärmebildkameras erkennen die kleinste Silhouette in der Nacht. Und auf der anderen Seite mexikanische Kartelle, die bereit sind, eine Chance auf die Überquerung zu verkaufen, aber zu einem Preis, dass es manchmal einfacher ist zu sterben als zu bezahlen. Die Grenze ist nicht nur eine Linie zwischen zwei Ländern. Es ist ein Ort, an dem die Interessen von Staaten, Kriminellen und gewöhnlichen Menschen aufeinandertreffen, die einfach keinen Ausweg haben. Ein Echo der Vergangenheit, das an der Grenze in der Kindheit lebendig wird. Mir schien es, als ob Grenzen einfach erfunden wurden, damit sie auf Karten schön aussehen. Eine Linie und du bist schon in einem anderen Land. Aber als ich die Geschichte dieser Grenze erfuhr, wurde es klar. Sie wurde nicht mit einem Bleistift gezeichnet, sondern mit Blut und Kriegen. Vor fast 200 Jahren, Anfang der 1830er Jahre, stand Mexiko vor einem Problem, das es selbst geschaffen hatte. Sie erlaubte den Amerikanern, sich auf ihrem Territorium in Texas niederzulassen. Und dann wollte sie plötzlich alles unter Kontrolle bringen, indem sie die Steuern erhöhte und die Schrauben anzog. Wie endete das? Mit einem Aufstand? Und das sehr schnell. Texas erklärte, wir sind jetzt unabhängig. In Mexiko schätzte man diesen Schritt nicht und schickte eine Armee, aber alles endete in einer Katastrophe. Der mexikanische Präsident geriet in Gefangenschaft. Und Texas erlangte die Unabhängigkeit. Es ging noch weiter. 10 Jahre später annektierten die Vereinigten Staaten Texas und Mexiko war so verärgert, dass ein umfassender Krieg begann. Wozu führte das? Dazu, dass die Vereinigten Staaten Mexiko fast die Hälfte seines Territoriums abnahmen. Kalifornien, New Mexico, Arizona und Texas. Dafür zahlten die Amerikaner sogar 15 Millionen $. In etwa so, als würde man einem Nachbarn für ein Haus bezahlen, das man ihm weggenommen hat. Die Grenze begann Form anzunehmen. Aber es war fast unmöglich, sie zu kontrollieren. In der Mitte des 20. Jahrhunderts begann die Massenmigration von Mexikanern in die Vereinigten Staaten. Zuerst wurden sie zur Arbeit angelockt und dann entschied man plötzlich, dass es zu viele von ihnen gab. In den 50er Jahren entstand ein strenges Deportationsprogramm, das Operation Wetback genannt wurde. Der Name spricht für sich selbst. Menschen wurden buchstäblich aus dem Land gefegt, indem man sie zu Hunderttausenden abschob, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob sie legal dort waren oder nicht. Aber das Interessanteste ist, dass die Mauer als Symbol der Grenze erst in den 90er Jahren auftauchte. Unter Bill Clinton begann man, Zäune zu bauen. Aber nicht, um die Migration zu stoppen, sondern um den Menschenstrom in die Wüste zu lenken, wo sie einfach sterben würden. Das heißt, das Problem wurde nicht durch eine physische Barriere gelöst, sondern durch die Berechnung auf den Tod. Heute ist diese Grenze nicht nur ein Überbleibsel der Geschichte, es ist ein Denkmal für einen Konflikt, der schon fast 2 Jahrhunderte andauert. Und der anscheinend nicht enden will. Rücksichtsloses Material, der Preis der Freiheit. An der Grenze gibt es keine Kompromisse. Wenn du sie illegal überquerst, hast du nur 2 Möglichkeiten. Entweder du kommst durch oder du stirbst. Und die Chancen auf den ersten Ausgang werden immer geringer. Wenn die Regierung der Vereinigten Staaten die Grenzsicherung verstärkt, baut sie nicht nur Mauern, sondern verwandelt diese Grenze in eine Zone, in der jeder Fehler tödlich ist.
Hier kommen Wärmebildkameras, Bewegungsmelder, Grenzschutzbeamte mit Gewehren, Drohnen, Patrouillen und sogar spezielle Sensoren zum Einsatz, die auf die kleinste Veränderung der Körpertemperatur reagieren. Fügen Sie dazu bewaffnete Wachen und strenge Gesetze hinzu und es entsteht eine echte digitale Falle. Aber wenn der Staat die Grenze nach seinen Regeln schützt, dann tun es die Kartelle nach ihren eigenen. Sie verdienen Milliarden von Dollar an der Migration, sie bauen unterirdische Tunnel, die mit Belüftung und sogar Schienen für den Transport von Menschen ausgestattet sind. Sie verwenden Katapulte, um Drogen zu schleudern, und Motorboote, um Wasserhindernisse zu überwinden. Sie kennen jede Lücke im Sicherheitssystem, aber für dieses Wissen muss man bezahlen. Denjenigen, die die Grenze überqueren wollen, wird ein Servicepaket angeboten, für eine Summe, die für die meisten dem Verkauf ihrer Seele gleichkommt. Aber selbst wenn man bezahlt, gibt es keine Garantie, dass man am Leben bleibt. Menschen werden in der Wüste ohne Wasser unter der brennenden Sonne auf komplizierten Routen zurückgelassen, und wenn sie sterben, versucht niemand, sie zu suchen. Die Leichen werden nach Monaten, manchmal Jahren gefunden. Und das Schlimmste ist, dieser Kreislauf geht weiter. Je mehr die offiziellen Wege geschlossen werden, desto höher sind die Einnahmen der Kartelle. Je strenger die Gesetze, desto tödlicher die Umwege. Es ist nicht einfach eine Mauer zwischen zwei Ländern. Es ist ein gigantischer Fleischwolf, aus dem man nicht ohne Verluste herauskommt. Die Grenze war nie eine Trennlinie. Es ist ein Schlachtfeld, auf dem nicht nur Gesetze und Wirtschaft, sondern auch das Leben von Tausenden von Menschen auf dem Spiel steht. Die Natur. Ohne Gnade. Selbst wenn es keine Sicherheitssysteme gäbe, wäre die Grenze immer noch eine tödliche Prüfung. Sie ist für sich allein. Es ist eine natürliche Falle, geschaffen von der Natur. Wasser, Sand, Berge, hier ist alles gegen den Menschen gerichtet. Die Sonora-Wüste ist einer der grausamsten Killer. Hier steigt die Temperatur im Sommer auf über 130 Grad. In Fahrenheit? Der Sand ist so heiß, dass er die Schuhsohlen schmilzt, und nachts durchdringt die Kälte die Knochen. Kein Schatten, kein Wasser, nur ein Horizont, der sich nicht nähert, egal wie weit man geht. Viele halten es nicht aus. Sie verlieren das Bewusstsein, fallen um. Niemand sammelt die auf, die zurückgeblieben sind. Niemand sucht nach den Vermissten. Manchmal werden die Überreste erst nach Monaten oder sogar Jahren gefunden. Skelette von der Sonne verbrannt. Aber die Wüste ist noch nicht das Schlimmste. Die Grenze verläuft durch Berge, Sümpfe und reißende Flüsse. Der Rio Grande scheint ruhig und friedlich, aber seine Strömung ist unerbittlich. Es gab Fälle, in denen ganze Familien verschwanden, in ihren Gewässern. Einige versuchten nachts zu schwimmen, wenn die Patrouillen sie nicht sehen, gerieten aber in die tödliche Falle der Strömung. Andere vertrauten sich Schmugglern an, die einen sicheren Übergang versprachen, aber die Menschen mitten im Fluss zurückließen und noch mehr Geld für die Rettung verlangten. Irgendwo im Norden erstrecken sich die Grenzen durch dornige Dickichte. Ein Gelände durchsetzt mit Dornen, die so scharf sind, dass sie die Kleidung in Fetzen reißen. Stücke der Dornen bleiben unter der Haut stecken und hinterlassen Wunden, die sich schnell infizieren. Und doch sind die Migranten gezwungen, ohne Pausen, ohne medizinische Hilfe, ohne Ruhe weiterzuziehen. Eine Karte mit Grenzen. Das ist nicht nur eine politische Linie, es ist ein Hindernisparcours, bei dem jeder Abschnitt eine tödliche Prüfung ist. Manche fallen vor Hitze um, andere ertrinken im Wasser und wieder andere werden von einem giftigen Dorn oder einem tödlichen Schlangenbiss überrascht. Aber selbst diejenigen, die dieses höllische Inferno überstehen, können sich nicht entspannen, denn das Gefährlichste liegt noch vor ihnen. Die Verschmelzung der Welten, Kultur an der Grenze. Wenn jemand beschließen würde, die Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko zu löschen, viele würden es nicht einmal bemerken, denn hier an dieser Linie haben sich die Kulturen schon lange vermischt. So sehr, dass es unmöglich ist zu sagen, wo die eine endet und die andere beginnt. Ich war in Grenzstädten, wo man einen Block entlang gehen kann und sofort zwei Sprachen hört. Hier stehen mexikanische Märkte neben amerikanischen Supermärkten und auf den Straßen kann man gleichzeitig Cowboys mit breitkrempigen Hüten und Menschen in traditionellen Sombreros treffen. Burger und Tacos werden buchstäblich in einer Reihe verkauft. Die Leute sprechen mal Spanisch, mal Englisch. Oft bemerken sie nicht einmal, wie sie von einer Sprache zur anderen wechseln. Mehr als die Hälfte der Einheimischen beherrscht beide Sprachen fließend. In den Schulen lernen die Kinder gleich beide Sprachen, weil es anders nicht möglich ist. Mischen? Ganz normal. In einigen Familien spricht die Mutter Englisch und der Vater Spanisch und die Kinder wachsen auf, indem sie diesen Mix als etwas Natürliches wahrnehmen. Die Grenze hat einen einzigartigen Lebensstil hervorgebracht. Hier ist sogar das Essen hybrid geworden. Haben Sie jemals Burritos mit gebratenen Garnelen und Cheddar-Käse probiert? Oder Tacos mit Speck? All das wurde hier an der Grenze erfunden, wo zwei Welten aufeinandertreffen und eine dritte, eigene, besondere Welt schaffen. Musik, Kunst, Kleidungsstil, alles hier spiegelt diese Verschmelzung der Kulturen wider. In Tijuana werden Festivals mit amerikanischem Rock veranstaltet und in El Paso kann man an jeder Ecke traditionelle mexikanische Mariachi hören.
Künstler malen Wandbilder, die die Symbolik beider Länder vereinen, und Rapper aus den Grenzgebieten kombinieren englische Reime mit spanischen Phrasen. Aber das Interessanteste ist, dass die Grenze nicht nur trennt, sondern auch vereint. Die Menschen hier leben nicht nur nebeneinander, sie schaffen eine gemeinsame Welt, in der Gesetze und Regeln längst verschwommen sind, und nationale Unterschiede sind Teil einer gemeinsamen Geschichte geworden. Städte an der Wegkreuzung. Die Grenze ist nicht nur Zäune in der Wüste. Es sind auch Städte, in denen das Leben pulsiert, trotz aller Hindernisse. Sie stehen auf beiden Seiten der Linie wie ein Spiegelbild voneinander. Laredo und Nuevo Laredo, El Paso und Ciudad Juárez, San Diego und Tijuana. Hier kreuzen sich die Schicksale von Millionen Menschen, die jeden Tag die Grenze überqueren, legal oder nicht. Nehmen wir zum Beispiel Tijuana. Es ist eine der belebtesten Grenzstädte der Welt. Täglich passieren Zehntausende von Menschen seine Grenzübergänge. Einige fahren in die Vereinigten Staaten zur Arbeit, andere zum Einkaufen und wieder andere einfach, um Verwandte zu besuchen. Für die Einheimischen ist der Grenzübertritt Routine, ein Teil des Lebens. Viele leben in Mexiko, arbeiten aber in den Vereinigten Staaten, weil dort die Löhne höher sind. Morgens über die Grenze zur Arbeit, abends zurück nach Hause. Aber es gibt auch eine andere Seite. In den Grenzstädten floriert die Kriminalität, besonders in denen, wo Kartelle die Migrationsströme kontrollieren. In Ciudad Juárez zum Beispiel ist die Situation so angespannt, dass die Einheimischen versuchen, nachts nicht unnötig auf die Straße zu gehen. Hier ist das Verschwinden von Menschen keine Seltenheit. Die Polizei greift nicht ein, weil sie oft selbst mit drin steckt. Aber selbst an solchen Orten leben die Menschen weiter. Neue Geschäfte öffnen, Häuser werden gebaut, Schulen und Universitäten arbeiten. Hier gibt es eine besondere Atmosphäre, eine Mischung aus Unruhe und Energie, als ob die ganze Stadt in Erwartung lebt. Von etwas Wichtigem. Grenzstädte sind nicht einfach nur bewohnte Orte. Es sind Kontaktzonen, Orte, an denen Interessen, Kulturen, Träume und Ängste aufeinandertreffen. Sie stehen an der Weggabelung zwischen zwei Welten, ohne vollständig zu einer von ihnen zu gehören. Hier findest du entweder deinen Platz in diesem Chaos oder wirst sein Opfer. Der politische Wirbel der Veränderungen. Die Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko war immer ein Ort der Konfrontation, nicht nur von Menschen, sondern auch von politischen Ambitionen. Jeder neue Präsident versucht, das Migrationsproblem zu lösen, aber es scheint, dass sich die Situation jedes Mal nur verschlimmert. Und wenn es früher nur Versprechungen waren, änderte sich mit dem Einzug von Donald Trump ins Weiße Haus alles. Er kam mit einem Slogan, der sofort zum Symbol der neuen Politik wurde. Wir werden eine Mauer bauen und die Mauer, tatsächlich begann ein tausende Meilen langer Stahlzaun zu wachsen, gespickt mit Kameras, Bewegungssensoren und Stacheldraht. Aber wenn jemand dachte, dass dies die Migranten aufhalten würde, lag er völlig falsch. Die Menschen gaben nicht auf, sie begannen neue Wege zu suchen, gefährlichere, verzweifeltere. Eine der grausamsten Maßnahmen war die Politik bleibt in Mexiko, die Asylsuchenden keine Chance mehr gab, in den Vereinigten Staaten zu bleiben. Während ihr Fall geprüft wurde, wurden sie zurück in die mexikanischen Grenzstädte geschickt, wo sie leichte Beute für die Kartelle wurden. Die Banditen wussten, dass diese Menschen Flüchtlinge waren. Sie hatten kein Geld und keine Verbindungen und konnten nach Belieben für Arbeit, Lösegeld, Verkauf oder Sklaverei ausgenutzt werden. Der härteste Schlag könnte ein Dekret sein, das die Staatsbürgerschaft durch Geburt abschafft. Wenn früher ein in den Vereinigten Staaten geborenes Kind automatisch Staatsbürger wurde, soll diese Regel nun überdacht werden. Dieses Dekret löste einen Sturm von Protesten aus. Und während es noch geprüft wird, haben bereits jetzt Tausende von Familien Angst, dass ihre Kinder, selbst wenn sie hier geboren wurden, ohne Status, ohne Zukunft, ohne Dokumente bleiben. Das alles ist nicht nur Politik, es ist die Realität, in der Millionen von Menschen leben. Politiker schreiben Gesetze, unterzeichnen Dekrete und halten laute Reden. Aber an der Grenze bleibt alles beim Alten. Die Menschen fliehen weiterhin, die Kartelle verdienen weiterhin Geld und der Tod fordert weiterhin seine Ernte. Die Anziehungskraft des amerikanischen Traums. Wenn man die Menschen fragt, warum sie bereit sind, ihr Leben zu riskieren, um die Grenze zu überqueren, klingen die Antworten fast gleich. Wir wollen einfach ein normales Leben. In ihrem Verständnis sind die Vereinigten Staaten ein Land, in dem man arbeiten und anständig verdienen kann, wo deine Kinder gute Schulen besuchen und auf den Straßen keine Kartelle schießen. Für die meisten Migranten ist das nicht nur ein Traum. Es ist die einzige Chance, der Hölle zu entkommen. In Mexiko und den Ländern Mittelamerikas ist das Gewaltlevel so hoch, dass die Menschen buchstäblich um ihr Leben rennen. In El Salvador, in Guatemala und Honduras agieren Banden, für die Mord einfach Teil des Geschäfts ist. Wenn du dich weigerst, Schutzgeld zu zahlen, wirst du entweder getötet oder in die Sklaverei genommen. Viele Familien verkaufen alles, was sie haben, um den Schmugglern für die Überfahrt zu bezahlen. Es sind Zehntausende von Dollar, Beträge, die sie zu hohen Zinsen leihen müssen, indem sie Häuser und Land verpfänden.
Sie gehen in der Hoffnung, die Vereinigten Staaten zu erreichen, Arbeit zu finden, ihre Schulden zu begleichen und ein neues Leben zu beginnen. Aber die Wahrheit ist, dass der amerikanische Traum schon lange zerbrochen ist. Diejenigen, die die Grenze überqueren, kommen in ein Land, in dem sie nicht erwartet werden. Sie müssen für einen Hungerlohn arbeiten, in Slums leben und haben Angst vor der Polizei und der Abschiebung. Viele bleiben illegal, verstecken sich jahrelang im Schatten. Sie können keinen Krankenwagen rufen, wenn sie krank sind, und können sich nicht an die Polizei wenden, wenn sie angegriffen werden. Aber selbst wenn sie all diese Risiken kennen, gehen die Menschen weiter. Denn auf der anderen Seite der Grenze haben sie weder Arbeit noch Sicherheit noch Hoffnung. Und hier, auch wenn es mit großen Schwierigkeiten verbunden ist, gibt es zumindest eine Chance. Explosion des Aufstands und Widerstand. Je strenger die Kontrolle an der Grenze wird, desto stärker wächst die Spannung. Die Menschen wollen nicht einfach nur Opfer des Systems sein. Sie leisten Widerstand. In den letzten Jahren sind die Grenzgebiete zu Schauplätzen echter Aufstände geworden. Erinnern Sie sich an die Migrantenkarawanen in den Jahren 2018 und 2019. Tausende von Menschen, Familien, Kinder, Alte zogen zur Grenze in der Hoffnung, die Zäune zu durchbrechen. Sie gingen wochenlang, ernährten sich von Essensresten, schliefen direkt auf dem Boden, in der Hoffnung, dass die Vereinigten Staaten sie wurden eingelassen, doch als sie sich der Grenze näherten, wurden sie nicht mit offenen Armen, sondern mit Tränengas und Gummigeschossen empfangen. In Mexiko begannen Flüchtlingslager zu wachsen. Schmutzig, überfüllt, ohne Wasser und Essen. Viele von denen, die in diesen Lagern festsaßen, waren in einer Falle. Ein Rückweg gibt es nicht und nach vorne nur in die Hände der Kartelle, die einen sicheren Übergang für enorme Summen anbieten. Auch in den Vereinigten Staaten selbst brachen Unruhen aus. Lateinamerikanische Gemeinschaften gingen auf die Straße, um gegen die Gesetze zu protestieren und eine humane Behandlung der Migranten zu fordern. Aber die Regierung reagierte hart. Massenverhaftungen, Abschiebungen, Verschärfung der Regeln. Einige Aktivistengruppen begannen, den Illegalen zu helfen. Sie errichteten geheime Umschlagplätze, versteckten sie in ihren Häusern und transportierten sie über abgelegene Grenzabschnitte. Aber dafür kann man jetzt eine echte Haftstrafe bekommen. Die Behörden erklärten nicht nur den Migranten den Krieg, sondern auch denen, die versuchen, ihnen zu helfen. Der Widerstand wächst. Die Menschen verstehen, dass ihr Schicksal nicht in den Büros der Politiker entschieden wird, sondern hier an der Grenze, wo jeden Tag der Kampf ums Überleben stattfindet. Und niemand weiß, welcher Schritt als nächstes in diesem Kampf unternommen wird. Geheime Wege und riskante Routen. Je schwieriger es wird, die Grenze zu überqueren, desto raffinierter werden die Übergangsschemata. Die offiziellen Grenzübergänge sind bis zum Äußersten verstärkt. Wärmebildkameras, Drohnen, Hunderte von Grenzbeamten mit Gewehren, Bewegungssensoren, die selbst auf die Schritte der Vorsichtigsten reagieren. Aber die Menschen geben nicht auf. Sie suchen nach Schlupflöchern. Eine der am weitesten verbreiteten Methoden sind unterirdische Tunnel. Das sind nicht einfach nur Löcher im Boden. Einige von ihnen sind besser ausgestattet als städtische U-Bahnen, mit Belüftung, Beleuchtung und Schienen, auf denen nicht nur Menschen, sondern auch Fracht transportiert wird. Mexikanische Kartelle investieren Millionen von Dollar in den Bau dieser geheimen Korridore. Einige Tunnel sind so tief, dass sie selbst mit modernen Scannern schwer zu entdecken sind. Aber nicht jeder nutzt sie. Der Preis für die Durchquerung eines solchen Tunnels kann bis zu Zehntausenden von Dollar betragen. Für diejenigen, die nicht so viel Geld haben, bleibt eine andere Option. Die Wüste. Deshalb begannen die Amerikaner in den 90er Jahren, Zäune in den Städten zu errichten, um die Illegalen dorthin zu treiben, wo sie sterben würden. Die Menschen gehen nachts, um nicht von Kameras erfasst zu werden. Einige wickeln Stoff um ihre Schuhe, um keine Spuren zu hinterlassen. Manche versuchen, die Grenze in der Regenzeit zu überqueren, wenn der Sand dichter wird und Bewegungen nicht so stark verrät. Aber die Natur ist nicht der einzige Feind. Kartelle haben längst die Kontrolle über die Routen übernommen und verlangen Geld für die Durchquerung. Wenn du nicht die Summe hast, die sie nennen, können sie dich zwingen, für sie zu arbeiten. Einige Frauen stimmen zu, mit den Führern zu gehen, obwohl sie wissen, dass es fast sicher mit Gewalt enden wird. Männer können als Drogenkuriere rekrutiert werden und diejenigen, die sich weigern, können einfach auf halbem Weg zurückgelassen werden. Die Grenze ist nicht nur eine Linie zwischen Ländern. Es ist ein riesiges Labyrinth, in dem es nur zwei Ausgänge gibt. Entweder du erreichst es, die andere Seite, oder man findet dich nach Monaten oder nie. Die Tragödie des illegalen Grenzübertritts. Die Grenze zu überqueren ist das eine, danach zu überleben ist etwas ganz anderes. Selbst wenn jemand die Wüste überquert hat, den Kartellen entkommen ist und an den Patrouillen vorbeigekommen ist, bedeutet das nicht, dass er in Sicherheit ist. Er wird kein Bürger, bekommt keine Arbeit, kann nicht unbesorgt auf die Straße gehen. Sein Dasein verwandelt sich in ein ewiges Versteckspiel mit dem Gesetz. Unmittelbar nach dem Überqueren der Grenze geraten die meisten Migranten in die Hände von Schleusern. Sie werden Kojoten genannt, Führer, die für viel Geld helfen, ins Landesinnere zu gelangen. Aber Kojoten sind keine Wohltäter. Wenn du kein Geld hast, kann man dich in Zwangsarbeit verkaufen. Man kann dich in einem Lastwagen ohne Wasser und Luft zurücklassen, wie es schon vorgekommen ist.
Dutzende Male wurden Lastwagen mit Migranten unter der sengenden Sonne gefunden, gefüllt mit Körpern, die der Hitze nicht standhielten. Selbst diejenigen, die es in die Städte schaffen, stehen vor neuen Problemen. Keine Dokumente, keine Krankenversicherung, arbeiten kann man nur illegal. Für einen Hungerlohn? Jederzeit kann man den Behörden gemeldet werden und dann folgt die Abschiebung. Kehre zurück, die Kartelle könnten dich mit der Frage empfangen, wo ist das Geld, das du uns schuldest? Einige finden Schlupflöcher, fälschen Dokumente, gehen Scheinehen ein, arbeiten jahrelang und sparen jeden Cent für die Legalisierung. Aber für die meisten bleibt das Leben ein Kampf ums Überleben. Ohne das Recht auf Fehler. Und wenn du in die Hände der Polizei gerätst, ist alles vorbei. Schon für das kleinste Gesetzesvergehen wird man ohne Rückkehrrecht abgeschoben. Manchmal sogar ohne Gerichtsverhandlung. Man wird einfach in ein Flugzeug gesetzt und zurück in das Land geschickt, aus dem man geflohen ist. Dort könnten die Kartelle bereits auf dich warten. Oder dieselbe Angst, vor der du zu fliehen versucht hast. Die Ironie ist, dass viele dieser Menschen unter Lebensgefahr Amerika aufbauen. Sie arbeiten auf Baustellen, in Restaurants, reinigen Straßen, kümmern sich um Kinder und ältere Menschen. Doch dabei bleiben sie Geister in einem Land, das sie als ihr Zuhause betrachten. Der Moment der Wahrheit. Eskalation oder Hoffnung. Jedes Jahr spitzt sich die Situation an der Grenze zu. Die Zahl der Illegalen wächst. Politiker verschärfen die Gesetze. Kartelle werden reicher. Menschen sterben weiterhin. Und die Hauptfrage ist, wohin führt das alles? Führen? Befürworter harter Maßnahmen sagen, die Grenze muss geschlossen werden. Noch mehr Patrouillen, noch höhere Mauern. Aber die Geschichte zeigt, dass das nicht funktioniert. Je stärker die Blockade, desto raffinierter die Umgehungsmethoden. Je strenger die Gesetze, desto höher die Einnahmen der kriminellen Gruppen. Andererseits ist die Öffnung der Grenze auch keine Lösung. Wenn man alle reinlässt, die kommen wollen, wird das System einfach zusammenbrechen. Soziale Dienste werden überfordert sein, die Wirtschaft wird zu knirschen beginnen, die Spannungen zwischen Einheimischen und Migranten werden ihren Höhepunkt erreichen. Während die Politiker streiten, gehen die Menschen weiter, zahlen weiterhin Schmugglern, ertrinken in Flüssen, sterben in der Wüste. Kartelle verdienen weiterhin Millionen. Patrouillen fangen weiterhin illegale Einwanderer ab, die trotzdem nicht aufhören werden. Die Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko ist nicht nur eine Linie auf der Karte. Es ist eine Linie zwischen Leben und Tod. Eine Linie, die jeden Tag von jemandem überquert wird. Und vielleicht ist die Hauptfrage nicht einmal, was mit dieser Grenze zu tun ist, sondern wann sie aufhören wird, ein Schlachtfeld zu sein, auf dem jede Minute über jemandes Schicksal entschieden wird.